Hallo und herzlich willkommen in einem neuen YouTube-Podcast. Wir haben lange nicht mehr gesprochen. Ja, wir sprechen nie zwischen den Podcasts. Genau. Alle unsere Gespräche finden nur vor der Kamera statt. Ja. Okay, Doc. Mein Name ist Natalia, ich bin eure Deutschlehrerin. Das ist mein Ehemann Tobias. Hi. Danke, dass du heute wieder da bist. Bitte? Dieser Podcast wird am 14. Juni veröffentlicht. Was ist am 14. Juni? Ein Sommertag. Dein Geburtstag. Das ist mein Geburtstag, genau. Also am 14. Juni werde ich 32 und darüber wollte ich heute sprechen. Ab wann ist für dich ein Mensch alt? 70. Oh, okay. Pass auf, in wie vielen Jahren? 45 Jahren? Ja. Sagst du, nee, in 45 Jahren Und 35. bist du 80, Alter. Wow. In 35 Jahren sagst du, ich bin 70, ich bin noch gar nicht alt. Ja, genau. Dann ist 100 alt. Und wenn ich 100 bin, ist, weiß nicht, 120 alt. Es geht gleich weiter mit dem Thema. Ich wollte euch darum bitten, dass ihr dieses Video liked, gebt mir euren Daumen nach oben, gebt uns und abonniert meinen YouTube-Kanal. Außerdem könnt ihr euch komplett kostenlos unser 5-Tage-Sprechtraining holen. Wenn du das Gefühl hast, dass du nicht ins Sprechen kommst, dass dir Sprechen schwerfällt, dann klicke einfach auf den Link unter diesem Video und hol dir komplett kostenlos unser 5-Tage-Sprechtraining. Und jetzt geht es weiter mit unserem Gespräch übers Altwerden. Hattest du schon mal ein erstes Erlebnis, wo du dachtest, oh, ich bin alt oder ich werde älter? Und wenn ja, was war das? Es können auch kleine Dinge sein, wo du dachtest, okay, ich werde älter. Beim Spielen mit den Nichten und Neffen, weil die alt werden. Ja. Und das heißt, wir werden auch älter. Wir haben im April 3 Wochen in Australien verbracht und haben dort unsere Familie besucht. Es gibt 3 große Vlogs, 3 große Videos aus Australien. Die werden wir euch natürlich hier verlinken. Also nach diesem Podcast könnt ihr euch auch gerne unsere Reise in Australien anschauen. Ja, es war sehr schön. Und ich habe noch eine Sache, als ich realisiert habe, dass Leute nach 2000 geboren sind. Und sie sind schon volljährig. Ja, genau. Das stimmt. Aber sowas wie graue Haare oder Rückenschmerzen, Nee. okay. Das ist, Ich habe graue Haare, aber die hast du schon länger. ja, hat nichts mit Altwerden zu tun. Das ist der Stress. Und du? Witzigerweise, letztens war ich beim Yoga und wir waren 4 Teilnehmer und eine Trainerin. Und dann hat die Trainerin erzählt, dass sie letztens geheiratet hat. Und ich so, wie schön. Und dann habe ich die anderen Teilnehmerinnen gefragt, ob sie verheiratet sind. Und sie alle so, nö. Und ich so, bin ich die Einzige und die Trainerin? Das hat mich so überrascht. Und dann habe ich die Trainerin gefragt, wie alt bist du? Und sie so, 31. Dann dachte ich, oh mein Gott, ich bin fast älter als die Trainerin. Wahrscheinlich bin ich auch ein Jahr älter als sie. Und das war so ein Moment, Überraschungsmoment für mich, weil ich dachte, oh je, ich werde auch älter als Lehrer. Sonst fühle ich mich relativ jung. Relativ jung. Ist gut. Relativ jung. Apropos Geburtstag, wir feiern alle zusammen mit der ganzen Community, Leute. Wir haben für euch ein sehr großes Angebot vorbereitet. Das ist das größte Angebot des Jahres. Ihr könnt jetzt bis zu 50% Rabatt auf alle meine Intensivkurse bekommen. Und das Beste, die Kirsche auf der Torte kommt zum Schluss. Bei der Buchung von 2 oder 3 Intensivkursen bekommt ihr einen oder 2 Crashkurse komplett kostenlos dazu. Also bei dem besten Angebot kriegt ihr 3 Intensivkurse und 2 Crashkurse. 5 Kurse zusammen. Dieses Angebot gibt es nicht so oft bei uns. Ich werde euch den Link unter dem Video in der Infobox und in dem angepinnten Kommentar hinterlassen. Schaut euch das Angebot unbedingt an. Es ist begrenzt. Es wird bald enden. Fühlst du dich oder hast du dich mal aus der Zeit gefallen gefühlt?
Ja, wenn die Jugendlichen teilweise reden. Aus der Zeit gefallen sein. Das ist ein toller Ausdruck, das könnt ihr euch gerne merken. Das ist das Gefühl, wenn du denkst, die Welt dreht sich weiter und du kommst nicht mehr mit. Ich weiß nicht, ob ich das so definieren würde, aber nicht, dass du nicht mehr mitkommst, sondern dass du einfach andere Sichtweisen und Denkweisen hast. Oder vielleicht, dass du dich genau anders entwickelst. Genau, als eine andere Generation, die später gekommen ist. Ja. Und was ist bei den Jugendlichen so anders als bei dir? Die reden einfach komisch. Was heißt, die reden komisch? Du möchtest, dass ich das jetzt nachmache, oder was? Ja, Tschüss. Breaking news. Wie reden die immer? Digga, hast du das letztes gesehen? gehen wir heute aus? Alter, was ist los bei dir? Was ist los bei dir? Ja. Ja, was ist los bei dir? Lass mal gehen, Alter. Ich möchte jetzt ein bisschen über was Ernstes sprechen, und zwar, vielleicht wovor habe ich eigentlich Angst beim Älterwerden? Und vielleicht kannst du erstmal beantworten, woran denkst du bei dem Ausdruck älter werden? Ist es das Aussehen? Ist es vielleicht die Zeit oder die Endlichkeit, dass alles vergeht, oder vielleicht etwas anderes? Ich glaube, das sind unterschiedliche Sachen. Also zum einen natürlich das Aussehen, man verändert sich mit den Jahren. Ich meine, ich sehe auch nicht mehr so aus wie mit 15. Du siehst besser aus. Ja, ne? Und danke. Aber es ist halt auch natürlich auch eine gewisse Angst dabei, weil man weiß, bei manchen älter werdenden Menschen, die kriegen Krankheiten, die haben irgendwelche Wehwehchen, die man eigentlich nicht haben möchte. Das heißt, ich überlege dann, okay, was kann ich machen, damit ich das hoffentlich nicht habe? Oder wie würde ich damit umgehen? Auf der anderen Seite ist es halt auch schön, älter zu werden, weil man irgendwie mehr lernt, wie das Leben funktioniert, was das Leben mit sich bringt. Man ist weiser. Ja, je älter man wird. Also als ich jung war, dachte ich immer, meine Eltern haben keine Ahnung, wie das heutzutage funktioniert. Und heute denke ich manchmal an die Momente zurück, was meine Eltern damals zu mir gesagt haben. Und denke dann, okay, sie hatten schon recht, Ja. wie das Leben funktioniert. Und wahrscheinlich wird das in der nächsten Generation genauso sein. Wenn wir denen irgendwas erzählen, dann denken die, ihr habt keine Ahnung davon. Und am Ende werden sie hoffentlich dann auch realisieren, dass es vielleicht stimmte. Gibt es einen Moment, in dem du den Zahn der Zeit zum ersten Mal an dir gemerkt hast? Meine Knie. Okay, dazu kommen wir gleich. Kannst du kurz den Ausdruck erklären? Zahn der Zeit. Zahn der Zeit bedeutet, dass hier etwas an dir nagt. Das heißt, dass man Wehwehchen bekommt, dass einfach die Zeit Stück für Stück weiterläuft und man kann sie halt nicht aufhalten. Kommt hin. Also, dass du merkst, du wirst älter. Ja. Was mit deinen Knien? Ach, die sind einfach kaputt. Tobias hat letztens einen Ironman gemacht, also einen Triathlon, die Mitteldistanz. Und dazu habe ich auch ein Video. Schaut euch unbedingt unseren Ironman-Vlog an. Das war so cool. War echt ein tolles Erlebnis. Für mich als Zuschauerin, für Tobias. War es auch ein tolles Erlebnis. Das Laufen war sehr anstrengend, weil ich Probleme mit meinem Knie hatte. Aber ansonsten hat es sehr viel Spaß gemacht. Schwimmen war top. Schwimmen und Radfahren, beides war top. Ja, Radfahren hätte ein bisschen schneller sein können, aber war auch gut. Für mich ist das so, ich werde jetzt 32 und ich bin ja immer noch 4 Jahre jünger als du. Und trotzdem habe ich mehr Probleme damit, als du älter zu werden. Und ich glaube, weil ich das Gefühl habe, der Druck steigt immer mehr mit jedem Jahr. Und es gibt ja 2 Arten von Druck. Der gesellschaftliche Druck, der von außen kommt, aber auch der innerliche Druck, den ich mir selber mache. Und es gibt ganz viele Dinge, über die ich mir Gedanken mache die ganze Zeit. Also generell die Erwartungen von der Gesellschaft, auch von Familien. Meine Eltern werden älter und die wünschen sich auch Enkelkinder. Und es ist immer liebevoll, es ist nie irgendwie negativ. Aber trotzdem merke ich, die hätten schon gerne Enkelkinder. Und ich will natürlich, dass sie das auch
genießen und erleben können mit den Enkelkindern und nicht, dass sie dann auch super alt sind und nichts mehr mit denen machen können. Ja. Außerdem gefühlt 90% meiner Freundinnen bekommen Kinder oder reden darüber, Kinder zu bekommen. Ja, das vielleicht, aber nicht 90% bekommen noch keine Kinder. Ja, gut, aber so, das schwirrt so in der Luft. Genau, und dann halt der Druck, den man sich selber macht. Bin ich erfolgreich genug? Arbeite ich genug? Habe ich genug Geld für ein Kind? Oder bin ich zu alt schon für ein Kind? Also zu alt vielleicht noch nicht, aber werde ich langsam zu alt für ein Kind? Muss ich jetzt unbedingt auch Kinder bekommen? Und das sind so Dinge, die dann immer intensiver werden mit jedem Jahr. Ich weiß, wir haben genau das gleiche Gespräch an meinem 30. Geburtstag in dem Restaurant gehabt, weißt du noch? Das Video kann ich euch auch verlinken, aber da hatte ich schon so dieses Gefühl, oh, die Erwartungen werden höher oder der Druck wird schlimmer. Und jetzt 2 Jahre später spüre ich das noch viel mehr. Ja. Kannst du was dazu sagen? Das ist okay. Wir haben eine Diskussion hier. Naja, Das du war wolltest die Sachen loswerden jetzt. Das war mein Monolog. Ich kann vielleicht auch einen Podcast alleine machen. Was soll ich dazu sagen? Ich weiß, dass das ist, aber du brauchst den Druck ja nicht zu. Also, ich glaube, ich mache dir den Druck nicht, sondern es ist halt gesellschaftlich und inhärent. Also individuell. Gibt es Druck, den Männer haben beim Altwerden? Hast du Druck? Ich glaube nicht, dass das was mit dem Altwerden zu tun hat bei mir. Ich meine, zum einen haben Männer einen Vorteil. Sie können immer Kinder bekommen. Ja, gut, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber zumindest Sehr lange. einfacher, genau. Ja. Aber das mit dem Arbeiten, arbeite ich genug etc. Natürlich habe ich das auch, aber ich weiß jetzt nicht, ob das was mit dem Altwerden per se zu tun hat. Weil Aber womit denn sonst? generell mit der Einstellung dem Leben gegenüber. Und Das verstehe ich nicht. Can you elaborate? yes, I can. Deutsch oder Englisch? Bischofsdeutsch. Okay. Naja, man kann halt grundsätzlich entweder sehr entspannt eingestellt sein und sagen, mir ist das mit der Arbeit eigentlich egal im Leben. Oder man sagt halt, okay, ich habe gewisse Ziele, die ich erreichen möchte. Und das hat vielleicht ein bisschen was mit dem Älterwerden zu tun, weil man dann natürlich irgendwann noch drüber nachdenkt, okay, hätte ich schon weiter sein müssen, als ich jetzt bin in meinem Alter. Aber auf der anderen Seite bringt es auch nichts, so darüber nachzudenken, weil zum einen kannst du auch, selbst wenn du es mit 30 noch nicht geschafft hast, kannst du es mit 40 schaffen oder auch mit 50 oder 60. Da gibt es genug Beispiele, die nicht mit 20 das erreicht haben, was sie wollten, sondern halt älter waren. Am Ende kann man das, was in der Vergangenheit war, nicht ändern. Und deswegen muss man halt die Entscheidung treffen, wie man damit umgehen will und dann die Lebensentscheidung entsprechend treffen. Kennst du dieses Wort Torschlusspanik? Ja. Kannst du das ein bisschen erklären? Ja, zum Beispiel, wenn man das Gefühl hat, dass man bald keine Kinder mehr kriegen kann und jetzt Angst hat, dass man schnell Kinder bekommen muss. Aber es ist nicht nur, also es ist generell Angst, etwas zu verpassen, oder? Ja, schon. Deswegen, ich wollte gerade noch ein Beispiel bringen mit Beziehungen. Ja. Wenn man lange keine Beziehung hat und dann irgendwann Angst hat, dass man keinen Partner mehr findet, dann, dass man schnell auf Druck jemanden finden will. Ja. Oder wenn du einen Kochtopf haben willst und Torschlusspanik, du hast Angst, dass Tor beim Laden zugemacht wird und du kriegst diesen Topf nicht mehr. Du bist nicht alt. Ja. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Das stimmt. Oder so alt, wie dein Ura-Ring sagt. Ja. Oder deine Garmin. Wie alt bist du da? 29. Ja. Echt? Ja. So alt. Wie alt bist du? 20. Also dein Fitnessalter ist noch besser als meins. Eieiei. Sorry. Da arbeitest du dran. Ja. Wir kommen langsam zum vorletzten Block in meinem Skript, gemeinsam älter werden. Also ich will ein bisschen mehr über die Beziehungen sprechen und klar, wir haben einzeln irgendwie so unsere Vorstellungen davon, was wir bis wann erreichen wollen, aber wir haben auch eine schöne Beziehung und das Zusammensein, macht es das Älterwerden leichter? Boah, ich glaube schon.
Zum einen, weil wir nicht diesen Stress haben müssen, ich will jetzt noch eine Beziehung haben. Oder wenn Leute Kinder haben wollen und keine Beziehungen haben, da läuft dir die Zeit auch irgendwann davon. Gibt auch Möglichkeiten da, aber trotzdem, ja. Und deswegen glaube ich, dass schon einen Partner zu haben, hilft schon dabei, älter zu werden. Aber ich glaube auch, dass wenn man halt zu zweit ist und jeder an seinen Zielen arbeitet, aber man halt gemeinsam schaut, okay, wie passt es da rein, das kann schon auch eine gewisse Erleichterung sein, weil man einfach zu zweit an dem Ziel arbeitet und sich gegenseitig unterstützen kann, wenn es mal nicht so gut läuft Das stimmt. oder nicht in die Richtung läuft, in die man das gerne haben möchte. Ja. Was stellst du dir vor, wenn du an uns in 20 Jahren denkst und was macht dir dabei Freude oder Angst? 20 Jahren, wie alt sind wir dann? Ich bin bin- Mitte 50 dann. Ich bin 52. Haben wahrscheinlich 1 oder 2 schöne, liebe Kinder. Ja. Machen immer noch Triathlon. Sind vielleicht mal auf dem Golfplatz. Oh ja. Schöne Urlaube und arbeiten fleißig. Leben wir dann noch in Frankfurt? Das weiß ich noch nicht. Ja, wir verbringen auch sehr gerne Zeit in Spanien. Vielleicht so die schlimmsten Monate in Deutschland verbringen. Wettertechnisch verbringen wir in Spanien. Angst habe ich eigentlich nicht davor, was in 20 Jahren ist. Ja, das stimmt, ich auch nicht. Jetzt habe ich eine lustige Frage. Woran merkt man, dass eine Beziehung mitgealtert ist, statt stehen zu bleiben? Ich habe meine Antwort. Also das Sich mitentwickelt hat, ja, dass man nicht mehr die gleiche Person ist wie am Anfang der Beziehung. das ist deine Antwort. Meine Antwort ist, Was für eine Aussage. Das ist deine Antwort. wir streiten uns deutlich weniger Ja, das stimmt. als am Anfang. Aber ich weiß nicht, ob das was mit Stehenbleiben versus Mitentwickeln zu tun hat. Natürlich. Manche streiten sich vielleicht am Anfang weniger und später dafür mehr. Also in unserer Beziehung hatten wir ganz viele komische Missverständnisse, die jetzt einfach nicht mehr vorkommen. Ja. Und ich glaube, das ist so das Beste daran, dass wir einfach einander besser akzeptieren, besser verstehen. Aber auch, also ehrlicherweise, es hat nicht nur was mit der Beziehung zu tun, sondern auch daran, wie man selber an sich gearbeitet hat. Weil wir haben beide sehr stark daran gearbeitet, dass wir auch nicht mehr wegen jedem kleinen Missverständnis, um es nett auszudrücken, direkt genervt sind oder eingeschnappt oder was auch immer. Und Eingeschnappt. Das eingeschnappt ist auch ein sein. gutes Wort. Dadurch, dass das mein Geburtstagsvideo ist, wollte ich dich noch fragen. Also wir kennen uns schon ein paar Jährchen. Und zwar 12. Ja. Ja. Was hat sich in den letzten 12 Jahren am meisten an mir geändert? Alles. Ja. Naja, aber ich bin jetzt nicht komplett 100% eine andere Person. Nee. Aber vielleicht gibt es ein paar Sachen, wo du sagst, Du okay, bist ruhiger geworden. ja? Ja. Ah. So am Anfang musstest du immer überall alles übernehmen, die Führung, alle sagen, was gemacht wird, auch bei Freunden und sonst was, Planung. Ja. Und jetzt bist du dann ein bisschen entspannter geworden. Hast genug andere Sachen in deinem Leben zu tun. Vielleicht. Und Okay, ja, das war schon meine Eigenschaft. Ich war sehr aktiv und sehr engagiert. sehr nett formuliert. Ja, wie würdest du das nicht nett formulieren? Einfach nervig? Wie heißt es so overtaking, so einnehmend. Ja, also so, ich wollte die ganze Alles kontrollieren. alles kontrollieren, ja. Kleiner Kontrollfreak. Ja. Ich muss auch sagen, das spüre ich immer noch in mir drin und muss das immer wieder ein bisschen zurückhalten. Das wird auch niemals weggehen. Ja, weil ich weiß, dass das auch, alle Leute sind ja auch selbstständig und können auch ihre eigenen Entscheidungen treffen. Sie brauchen nicht immer meine Unterstützung. Nein? dafür. Also, Aber ich würde am liebsten immer allen helfen, immer allen sagen, wie alles funktioniert. ja, und ansonsten bist du sehr hübsch. Ah, Ja. hübscher geworden. Ja. Oder hübsch geblieben. Beides. Ja, hübsch. Du warst hübsch und bist jetzt anders hübsch. Noch hübscher. Aber es ist interessant, dass du das sagst. Also gibt es vielleicht noch etwas,
was bei mir sich geändert hat in den letzten 12 Jahren? Du bist ordentlicher geworden, geordneter. Ja, Tatsache. Ja. Meinst du im Du Haus? weißt, wo deine Belege sind zum Beispiel. Geschafft! Das stimmt, ja. Also Buchhaltung wird immer Unterlagen allgemein. Unterlagen, Buchhaltung, das wird immer komplizierter. Und wirklich, Leute, schreibt gerne in die Kommentare, wie das in euren Ländern ist. Aber in der Ukraine gab es keine Briefe. Wir haben nie Briefe bekommen. Und dann kam ich nach Deutschland, ein Brief nach dem anderen. Ja. Immer was im Briefkasten. Und ich so, hä? Ich habe mich nie darum gekümmert. Das lag überall in der Wohnung, bis Tobias das alles sortiert hat. Ja. Und geguckt hat, was wichtig war. Heute würde ich sagen, kann ich das schon Es ist selber signifikant besser. sehr gut einschätzen, was Ja. wichtig ist, was nicht. Ja. Aber früher, das war eine Katastrophe. Also das ist definitiv besser geworden. Außerdem, ich habe ja jetzt auch Mitarbeiter, Unternehmen, ganz viele Ausgaben und da muss ich schon ein bisschen die Buchhaltung selber machen. Den Überblick haben. Genau, deshalb. Ja, das ist aus der Not geboren. Oho. Diese Fähigkeit, dass ich jetzt ordentlicher geworden bin. Okay, ich glaube, wir sind fast am Ende von diesem Video angekommen. Leute, denkt daran, dass es ein Geburtstagsangebot für euch gibt. Ihr könnt bis zu 50% auf alle Intensivkurse sparen. Schaut euch das Angebot unbedingt an. Den Link findet ihr in dem angepinnten Kommentar. Und wir sind jetzt bei dem letzten Teil des Videos. Was hält uns jung? Ich möchte ja nicht nur traurig sein, dass ich alt werde. Ich möchte auch einen Plan haben, wie ich jung bleibe. Schön organisiert sein. Yeah! Ja. Wow! Sport. Ah ja. Aber nicht zu viel Sport, sonst macht es wieder alt. Ja? Ja, wenn du deinen Körper überforderst. Das heißt- Also Regeneration, Schlaf, Ernährung. Ja, genau. Schlaf ist auch, hält dich auch jung. Gute Also doch Ernährung. keine Kinder. Wow. Ich glaube, die können einen bestimmt auch jung halten. Ja. Irgendwann, wenn sie älter sind. Also es gibt 2 Säulen, an denen man sich orientieren soll. Physische und psychische, mentale. Ja. Und dann für die physische Säule, da würde ich sagen, hilft auf jeden Fall der Sport, also die Bewegung. Ja. Dass man immer in Bewegung bleibt. Jeden Tag ein bisschen was. Und die mentale Säule, wie hält man sich mental jung? Nicht zu viel Stress. Also Ja, aber das ist schwierig. Naja, aber schauen, dass man überlegt, okay, kann ich das ändern, was hier gerade den Stress in mir verursacht? Wenn du es nicht ändern kannst, brauchst du dir auch keinen Stress zu machen. Ist schwer, kann man aber dran arbeiten. Bin ich auch noch nicht 100% gut drin, aber ich werde besser. Lernen, nicht aufhören zu lernen. Immer wieder neue Sachen lernen, um den Kopf frisch zu halten. Viel lesen hilft auch. Geht auch mit dem Lernen zusammen. Einfach, dass man immer wieder neue Impulse bekommt. Also das sind so Sachen, dass man halt nicht stehen bleibt. Leute, was denkt ihr? Was soll man machen, um jung zu bleiben? Oder will man überhaupt jung bleiben? Vielleicht will jemand einfach alt werden. Plastische Chirurgie. Ja, weiß ich nicht, weil ich glaube, die Vollnarkose, Bin ich auch kein Freund von. ja, das beeinflusst auch deinen Körper. Dann bist du hier vielleicht jung, aber Innen drin. innen drin hast du andere Schaden dann, keine Ahnung. Deswegen lieber Sport, Bewegung und lebenslanges Lernen. Ich würde gerne diesen Podcast mit einer positiven Botschaft abschließen. Und zwar, ja, ich habe ein bisschen Respekt davor, alt zu werden und ich spreche auch oft öffentlich darüber, aber ich weiß in mir drin, dass das auch ein Privileg ist, Ja. alt zu werden, auch Kinder zu bekommen, auch diesen Job ausüben zu dürfen. Das ist alles nicht selbstverständlich und ich bin sehr dankbar dafür. Und Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil dass man das realisiert. Weil erstens, die Alternative zum Altwerden ist nämlich nicht so schön. Und genau, ich möchte auch lieber alt werden, bestenfalls gesund alt werden, die Zeit mit Familie und Freunden genießen, einfach glücklich sein, dass man hier ist und dass wir das erleben dürfen, was wir erleben. ja.
Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit uns heute. Es war ein bisschen philosophisch, auch ein bisschen lustig. Schreibt gerne Ernst. ein bisschen ernst. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt, übers Altwerden, über die Erwartungen und Druck von der Gesellschaft. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich immer auf alle Kommentare. Wir lesen alles. Und wir sehen uns nächste Woche in einem neuen Video. Ihr schaut diesen Podcast am 14. Juni, direkt an meinem Geburtstag. Diesen Tag verbringe ich dann mit meiner Familie, mit meinen Liebsten und feiere das Altwerden. Genau. Nein, wir feiern deinen 32. Geburtstag. Hat nichts mit Altwerden zu tun. Bleibt dran und bleibt fleißig. Bis bald. Ciao. Tschüss.